Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es um eine Zusammenfassung meiner 10 besten Tipps, wenn es um das Lernen der Gitarre geht. Um das Spielen des Instrumentes, sei es für dich zu Hause oder live vor Publikum, ob du das Instrument rein hobbymäßig oder auch für berufliche Zwecke lernen möchtest. Darum geht es heute und mir ist ganz wichtig, einmal diese Zusammenfassung zu machen der absoluten Basic-Sachen, wie ich aus meiner Erfahrung heraus das so runterbrechen konnte und im Laufe meines Lebens tausende Live-Gigs gespielt habe, sehr, sehr früh, mit 15 Jahren schon die erste Band hatte, mit der ich live spielen durfte. Ja, ich sage es bewusst, durfte. Und es heute noch sehr, sehr gerne mache. Und all diese Punkte habe ich kondensiert in 10 Tipps, die euch weiterhelfen sollen, wenn es um die Wichtigkeit dessen geht, was man auf dem Instrument lernt, was man können muss, können sollte, um die Gitarre mit viel, viel Freude einmal für dich selbst und für alle anderen spielen zu können. Wir sind live, deswegen schaue ich jetzt gleich mal in den Live-Chat hier rein. Ich werde den hier einblenden und sage gleich mal ein ganz herzliches Hallo an euch alle. Sehr, sehr schön immer, wenn ihr so zahlreich dabei seid. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Vor allen Dingen der Erfolg meines 30-Tage-Kurses, in dem ich alles reingepackt habe vor 3 Jahren. Also das Erstellen der Videos ging ja ein ganzes Jahr. Und da sind so viele Fragen, die dann aufgetaucht sind. Viele haben den Kurs fast schon komplett durchgearbeitet. Tatsächlich habe ich Feedback bekommen und beginne wieder von vorne. Und ich möchte nochmal wirklich ins Gewissen rufen, was denn tatsächlich wichtig ist. Wie wenig es ist und wie wichtig diese einzelnen Punkte sind, die wir heute besprechen werden. Ich brauche eure Konzentration. Ich werde nicht viel spielen, die eine oder andere Sache noch kurz in Erinnerung bringen. Und dann, wenn du dir das Video im Nachhinein anschaust, solltest du dir Notizen machen. Einmal werde ich den Grundkurs nochmal verlinken, weil dort gehe ich natürlich wesentlich mehr auf die Details dann ein. Und als nächstes möchte ich dann, dass du dir wirklich Notizen machst und die Punkte alle dir notierst, die dich direkt ansprechen. Und das ist dann meistens so der Hinweis, da musst du dann weitermachen. Da ist genau der Punkt, an dem du ansetzen solltest. Okay? Also, Bild und Ton ist gut. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank, Blueboy, Nicola. Grüße an euch alle. Sehr, sehr schön. Seht ihr. Und hier schreibt Dennis zum Beispiel, er ist bei Tag 7. Wunderbar. Letztens hatte ich ein Feedback, da war jemand bei Tag 25. Okay, und für jeden dieser Tage solltest du dir Wochen, Monate Zeit lassen, solange es nötig ist. Okay, ich gehe jetzt rein, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, also wundere dich nicht, wenn ich hier ab und zu mal drauf schauen werde, damit ich nichts vergesse. Also, los geht's. Viel Spaß. Wir beginnen mit der Nummer 1 und die Nummer 1 lautet, lerne die Basics. Jetzt gehe ich mit dir nochmal durch die Basics und die lernst du Schritt für Schritt, genau wie ich sie im Grundkurs beschrieben habe. Und die lauten, der Reihe nach, lerne die Grundakkorde als erstes spielen. Ich weiß, für viele von euch ist das alter Kaffee, aber halte durch. Wir steigern uns von 1 bis 10 bis zum richtigen Finale und bleib dabei heute. Das ist ganz, ganz entscheidend, okay? Also lerne diese 25, 30 Grundakkorde. Lerne sie in einer Reihenfolge, die dir gefällt. Also beginne mit den leichtesten Griffen. Ich gehe die jetzt nicht alle durch, ich habe die im Grundkurs durchgegangen. Und so dass du der Reihe nach hier in der Grundposition deine Akkorde greifen kannst und dass sie klingen: C, D, E, ein F, ein G oder so, ein A-Dur, ein H7 oder eben das verschobene H, so der Reihe nach. Also lerne die in Dur, in Moll, D-Moll, E-Moll, F-Moll, G-Moll, A-Moll, H-Moll und so weiter. Lerne dann
anhand meines Videos, wo ich erkläre, wie leicht eigentlich Barré-Akkorde sind. Lerne dann als nächstes, wenn du die Grundakkorde gelernt hast, sodass du sie auswendig spielen kannst. Lerne dann in Bezug auf Akkorde, wie du die Grundakkorde in ihren paar Formen verschieben kannst. Natürlich lerne auch noch die Septimakkorde hier unten. Ne? E7, D7, diese Grundakkorde, A7, H7 und so weiter. Dann, wenn du das kannst, lerne diese Akkorde zu verschieben. Das ist leichter, wie du denkst. Was dir hilft, ist eine gut eingestellte Gitarre. Und eine gut eingestellte Gitarre bedeutet niedrige Seitenlage, dünne Saiten, leicht bespielbar, sodass du dich nicht unnötig anstrengen musst. Das macht keinen Sinn. Einer der besten Gitarristen der Welt, Jerry Reed, also das absolute Monster, was Country-Gitarre angeht, hat gesagt, die Töne aus meiner Gitarre müssen rausspringen, wenn ich nur auf die Saiten puste. Nimm dir das zu Herzen, was ich jetzt sage. Ja? Wenn deine Gitarre eine hohe Seitenlage hat, lass das im Musikladen oder beim Gitarrenbauer einstellen, sodass du jedes Mal, wenn du die Gitarre in der Hand nimmst, sagst, die fühlt sich toll an. Das ist das Gefühl. Sie fühlt sich toll an. Fühlt sie sich nicht toll an, dann bitte lass sie einstellen. Jeden Tag, den du auf einem nicht so gut eingestellten Instrument spielst, ist ein verlorener Tag. Es macht keinen Sinn. Also dann lernst du die Basisakkorde und die Barrés. Und dann verschiebst du eben dein E-Dur. Aus dem machst du so viele Griffe. F, G, A, H, C, D. Dein Mollakkord. A-Moll, H-Moll, C-Moll. Eine ganz neue Welt tut sich dann auf mit einem einzelnen Griff und es ist viel leichter, wie du denkst. Viel leichter, wie du denkst. Halte einfach nur ein paar Tage durch. Viel leichter, wie du denkst. So, das ist in Bezug auf Akkorde. Dann später, wenn du die Dur, Moll und Septimakkorde gelernt hast, dann fehlt dir nicht mehr viel. Für 95% der Musik da draußen, was du in der Popmusik noch brauchst, sind dann die Sus 2, Sus 4. Suspended bedeutet, man lässt etwas weg. Ja? Meistens geht es um die Terz. Die Terz wird in diesem Falle aufgehoben, to suspend something. Und die Akkorde werden noch leichter. Das ist jetzt ein A2, ein A, Sus 4. Sehr schön klingende Akkorde aus der Pop- und Rockmusik nicht wegzudenken. So, was macht der Akkord, ein Sus-Akkord? Er setzt die Terz, er senkt sie um einen Halbton oder erhöht sie um einen Halbton. That's all you need to know an Theorie für dieses Basistheorie. Ja? So, entschuldige mich kurz. Viele Lichter hier in meinem Gesicht. Trinken wir noch einen Schluck Wasser. Also wir haben Dur, Moll, Septim. Dann kommen die Sus-Akkorde. Sus-Akkorde sind leicht. Sie sind leichter wie diese anderen Griffe. Und wenn du die Sus-Akkorde gelernt hast, Sus 2 und Sus 4 sind zwei Formen. Ja, die kannst du auf dem ganzen Griffbrett verschieben. Was dann noch kommt, ist ein 7-Plus-Akkord, Major 7, leichte Akkorde auf der Gitarre und die Nonenakkorde. Der Nonenakkord ist nichts anderes wie der Sus 2 Akkord oktaviert. Das heißt hier statt einem, du spielst dann einfach hier statt der Note D, hier direkt unter dem C, das wäre dann diese Variante, das C Sus 2 ist der 9 eine Oktave höher. Der kleine Finger kommt hier aus D und schon hast du deine Nonenakkorde. Das sind deine Grundakkorde. Mit diesen Griffen kannst du alle Songs begleiten. Das ist überhaupt kein Problem. Dann was Rhythmus angeht. Rhythmusgitarre, Basiswissen, wir sind immer noch bei Tipp Nummer 1. Lerne den Shuffle spielen. Das ist die Basis von fast allem. Und mit Shuffle meine ich, geh in den Grundkurs rein, in den Tag Rhythmusgitarre und schaff dir den Shuffle drauf. Klingt süß, aber so ist es. Lerne das zu begleiten. Und aus dem Shuffle heraus tut sich so viel heraus. Also klassische Bluesbegleitung,
Ich gehe jetzt nicht mehr durch alle Details. Von der Bluesbegleitung gehst du dann auf höheres Tempo, auf den Rock'n'Roll. Lerne abzudämpfen die Saiten hier. Das ist alles, lerne diese Basics. Abdämpfen, Handhaltung, wie ich sie im Grundkurs beschreibe, schöne, saubere Plektrumhaltung. Ich gehe da nochmal ins Detail, dass du das genau sehen kannst. Ich habe das so oft beschrieben. Das Einzige, was du machst, um ein Plektrum zu halten, ist, dass du den Zeigefinger unter deinen Daumen platzierst. Das ist alles, was du machst. Nicht so, nichts Komisches mit der rechten Hand. Ich verstehe nicht, warum sich Menschen so schwer tun, den Zeigefinger unter den Daumen zu platzieren. Schau mal, wie natürlich das ist. Der Daumen verrenkt sich nicht, nichts passiert. Und hier kommt das Plektrum seitlich an deinen Zeigefinger. Es ist eine Verlängerung deines Zeigefingers seitlich, liegt perfekt hier an der Rundung des Daumens. Das ist alles, was du machst. So, wenn ich das Plektrum wegnehme und schau, das Einzige, was ich mache, ist, dass ich den Zeigefinger reinbringe. Das ist alles. Und warum ist das so wichtig, diese Handhaltung? Alles, Daumen, Zeigefinger, alles bleibt voll entspannt. Und um dieses entspannte Üben und Lernen geht es. Man hält ein Plektrum nicht mit 3 Fingern, das ist sinnlos. Man hält es auch nicht wie manche der Top-Gitarristen mit Mittelfinger, Eddie Van Halen zum Beispiel. Aber er hat hier seine Tricks gemacht. Nun, jeder, wenn er damit besser klarkommt, kann machen, was er will auf der Gitarre. Aber meiner Meinung nach das ist die Plektrumhaltung. Thema erledigt. Im Grundkurs gehe ich ins Detail. So, das nächste, was du lernst, wenn du die Grundakkorde gelernt hast, dein Shuffle zu spielen und den auf Tempo zu bringen. Du lernst dann die Power Chords. Power Chords ist ein Akkord. Ein Akkord, mit dem du hunderttausende Rocklieder spielen kannst. Rock, Blues, Metal. Unglaublich, Pop. Das ist dein Power Chord. Du greifst ihn mit 2 Fingern oder mit 3 Fingern. Und das war's. Und wenn du den kannst, abdämpfen, leicht angezerrten Sound draufpacken. Ich gehe jetzt mal hier auf einen angezerrten Sound und dann tut sich dir eine Welt auf der E-Gitarre. Du kannst alle möglichen Riffs dann lernen. Von den Klassikern bis hin zu und so weiter. Manche Dinge muss ich aufpassen, wenn ich sie spiele, damit sie nicht, naja, ihr wisst schon. Dann, wenn du das gelernt hast, die Power Chords, dann kannst du so viel Spaß haben auf deinem Instrument. Das ist absurd. Es ist einfach absurd, was du mit einem Akkord machen kannst. Das ist unglaublich, wie viel Spaß du haben kannst. Und dann scheu dich nicht, deine rechte Hand mit dem Power Chord hier abdämpfen auf Tempo zu bringen. Ne? Abdämpfen und das ist Training, das ist wie Sport. Nach einigen Wochen, nach 6 bis 8 Wochen, hast du Tempo drauf auf deiner Hand. Und dann spielst du eben das, was dir Freude bereitet. Du lernst deine ersten Riffs. Ein Riff ist ein Teil eines Songs, nicht ein ganzer Song. Deswegen diese 99 Riffs für E-Gitarre, wenn du dich an meine Newsletter, wenn du dich für die Newsletter anmeldest, dann bekommst du das zugeschickt mit schnellem und langsamen Beispielen und den ganzen Tabulaturen. Diese 99 Riffs sind nicht umsonst so cool. Ne? Ja. Du kannst tagelang Spaß haben, ne? Und so weiter. Der nächste Schritt, den du unbedingt danach machen solltest, wenn du das gemacht hast, was ich jetzt gezeigt habe, dann beginnst du eine Basismusiktheorie zu lernen. Du musst wissen, wo die Töne liegen auf der Gitarre. Das habe ich in einigen Videos so gut und detailliert erklärt, dass es geht kein Weg dran vorbei. Du musst die Töne lernen auf der dicken E- und der dicken A-Seite. Du musst wissen, dass das hier
Die C-Dur-Tonleiter ist dicke E-Seite. E, F, G, A, H, C, D, E. Und du musst wissen, wenn ich sage, was liegt im 7. Bund auf der dicken E-Seite? Ein H. Was liegt im 3. Bund auf der A-Seite? Ein C. Das musst du auswendig dir draufschauen. Das ist wirklich leicht. Das haben schon 6-jährige Kinder problemlos lernen können. Deswegen haben wir die Punkte hier auf der Gitarre. Hilft dir wahnsinnig bei der Orientierung. Wenn du das dann gelernt hast, alles noch, wir sind immer noch bei Tipp Nummer 1. Lerne die Basics. Das sind die Basics, das ist das Muss. Wenn du jetzt reflektierst und stellst fest, ich weiß nicht, was im 6. Bund hier auf der A-Seite ist, dann ist das deine wichtigste Hausaufgabe, die du in den nächsten Wochen und Monaten angehst. Hier ist ein S und hier ist ein Fis und hier ist ein Cis. Auch die Zwischentöne musst du kennen auf der Gitarre. Warum sage ich die dicke E- und A-Seite? Weil alles andere auf der Gitarre sich wiederholt. Ist das nicht toll? So, du hast Paar Nummer 1. Das ist das Wichtigste an Informationen, was du dir merken musst jetzt. Paar, Seitenpaar 1 EA, Seitenpaar 2 DG, Seitenpaar 3 H und E. Und alles, was du spielst auf der dicken E- und A-Seite, machen wir jetzt einfach mal ein Beispiel aus der Pentatonik. Ich spiele 5, 8, 5, 7. Wiederholt sich auf dem nächsten Seitenpaar. Auf Paar 2, 2 Bünde nach rechts. Und auf dem dritten Seitenpaar 3 Bünde nach rechts. 10. Bund. Also ich spiele 5. Bund, 7. Bund, 10. Bund. Und jetzt kannst du Motive machen. So, und nicht nur, dass du dann lernst, wo die Töne sind durch diese Oktavierung, sondern du lernst wirklich Solo-Gitarre zu spielen. Das ist der Schlüssel. Du musst wissen, wo die Töne liegen. Denn wenn hier im 5. Bund auf der dicken E-Seite das A liegt und du spielst, in dem Beispiel, das ich gerade gespielt habe, A, C, B, E, da, ba, 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 dann wiederholt sich das hier. Und so weißt du, dass hier 2 Bünde weiter, A, C, D, E, und nochmal dasselbe hier, 3 Bünde weiter im 10. Bund, A, C, D, E. So, das ist das Basiswissen in Bezug, wo die Töne auf der Gitarre liegen. Dann lernst du als nächstes die pentatonische Tonleiter. Die Pentatonik ist die einfachste Tonleiter auf der Gitarre. Sie beinhaltet 5 Töne. Penta ist gleich 5 aus dem Griechischen. Und du beginnst und lernst die Pentatonik hier im 5. Bund in A. Das ist so der Standard. Das hat sich so etabliert. 5 Töne, 5 Positionen. Beginnt auf A, auf C, auf D, auf E und auf G. Du lernst diese 5 Lagen der Pentatonik auswendig spielen, blind. Irgendwann muss es einfach sitzen. Da gibt es keine Diskussion. Und wenn das sitzt, dann hast du die Basis gelegt für dein Solo-Gitarrenspiel. Und der nächste Schritt, den du dann machst, dann fügst du 2 Töne hinzu, die Halbtonschritte H und F, und lernst die Durtonleiter. Die Durtonleiter hat 7 Töne, also hat sie 7 Positionen mit 3 Seiten, mit 3 Noten pro Seite. Das ist der nächste Schritt. Aber bitte, wenn du lernst, Schritt für Schritt, du kannst nicht zur Durtonleiter springen, wenn deine 5 Lagen der Pentatonik noch nicht auswendig gelernt hast. Lerne sie in Formen und Patterns spielen, lerne sie oktavieren, lerne sie senkrecht spielen und dann waagerecht. Dann lernst du die Patterns, wie ich sie im Grundkurs beschrieben habe. 3er, 4er und 5er Patterns. Ne? Vierer. Fünfer.
Diese Patterns sind sehr, sehr wichtig, um in der Improvisation ja, mal was Cooles reinspielen zu können. Die Improvisation besteht nicht aus Patterns, sondern sie besteht aus Einzeltönen und garniert mit den Techniken, die die Gitarre eben wie eine menschliche Stimme klingen lassen. Vibrato, Bending, Slides. Und dann hast du den Ton. Das war jetzt das Basiswissen, was du brauchst, um Gitarre spielen zu können. So, wie lange brauche ich dafür? Wie lange brauchst du? Das ist sehr individuell. Der eine ist nach einem Jahr mit diesem Basiswissen durch und kann darauf dann aufbauen. Ohne dieses Basis, natürlich können noch die 3 Picking Patterns dazu und ein bisschen mehr, was Rhythmen angeht. Und Begleitpatterns, das gehe ich alles im Grundkurs durch. Aber wenn du diese Basis nach einem Jahr, 1,5 Jahren gelegt hast, darauf wirst du dann für immer, solange du Gitarre spielst, zurückgreifen können. Und für diese Basics musst du dir Zeit nehmen. Es ist nicht viel, aber genau diese Basics musst du wiederholen, hunderte Male, tausende Male. Und je geduldiger du bist im Wiederholen und nicht schwankst, nicht jetzt, ich habe das jetzt 5-mal gespielt, das genügt und ich kann jetzt wieder auf meine Sachen, die ich so gerne spiele, zurückgreifen und immer wieder das Zeug spielen, was ich schon kann. Das macht wenig bis keinen Sinn, außer dass du dich aufwärmst dabei zum Beispiel. Es macht keinen Sinn, die Dinge zu spielen, außer bei einem Live-Gig, die du schon kannst. Also wenn du die Gitarre in der Hand hast, solltest du dich warm spielen und dann trainieren und hinterher, wenn du jetzt 40, 50 Minuten geübt hast, richtig konzentriert geübt hast, dann kommen deine Songs an die Reihe oder das, was du schon kannst und was dir Spaß macht. Das war Tipp Nummer 1 und der wichtigste zum Start. Lerne die Basics. Tipp Nummer 2. Jetzt werden sie kürzer. Sie werden nicht alle so lange gehen. Tipp Nummer 2. Lerne die Lieder, die dich berühren. Lieder, die dich inspirieren und die du liebst. Jetzt kommt aber gleich ein großes Aber. Wenn du jetzt Lieder liebst, die in der Champions League der Musik sich befinden, denken wir da beispielsweise an Songs wie Hotel California oder Dire Straits, Sultans of Swing, oder denken wir da an Deep Purple, Songs wie, nicht die Basic-Songs, sondern wo Ritchie Blackmore richtig abgegangen ist bei seinen Gitarrensolos. Sind alles Sachen, da sage ich, später an die Dinge rangehen. Wenn du ein Anfänger bist und erst seit ein paar Wochen oder Monaten Gitarre spielst und du willst unbedingt Stairway to Heaven spielen, weil das einer deiner absoluten dein Lieblingssong überhaupt ist auf der Gitarre, und dann garantiere ich dir, wenn du Punkt Nummer 1, wenn du die Basics dir nicht sauber drauf geschafft hast, wirst du niemals diese Songs auch nur annähernd so spielen können, wie du sie spielen können musst, damit sie klingen. Das ist der Punkt. Erst die Basics, dann lernst du die Lieder, die dich berühren. Aber wenn du die Lieder lernst, die dich berühren, dann sei so schlau und starte mit den einfacheren Songs. Ihr kennt die einfachen Songs, muss ich euch jetzt nicht alle aufzählen. Das war Punkt Nummer 3 von meinen Tipps. Lerne die Lieder, die dich berühren und dich inspirieren, die du liebst, aber geh bewusst erst an die langsamen Sachen ran. Oder an leichteres. Du kannst zum Beispiel nach einem Dreivierteljahr dich ranmachen an AC/DC-Klassiker und die lernen. Und wenn du dort 2, 3 der Stücke gelernt hast, dann kannst du fast alle Songs spielen. Das ist so gut wie kein Problem. Oder Klassiker von den Rolling Stones, von den Beatles. Alte Songs aus den 60ern von Eric Clapton, die so gut spielbar sind. Ne? So viele Klassiker, so viele sind möglich. Und erst dann gehe an diese Lieder ran, die schwer sind. Deswegen ist mein Tipp Nummer 3, wenn du deine ersten Standard
Lieder gelernt hast, die dich berühren und inspirieren, Knocking on Heaven's Door beispielsweise, Wonderful Tonight von Eric Clapton, super schöne Lieder, die einfach sind. Dann geh ran als nächstes an die Gitarrenklassiker. Aber mach nicht den Fehler und lerne sie bruchstückhaft, sondern lerne dann die Songs, zumindest was Rhythmusgitarre angeht, so vollständig wie möglich. Ich denke jetzt mal da an einen Back in Black, an ein Jimi Hendrix, an ein Hey Joe, an einen Klassiker, die leicht zu spielen sind, von Clapton, B.B. King. Ich beschwöre dich, lerne Gitarrenklassiker. Warum sind es Klassiker? Warum werden sie von allen großen Gitarristen so gerne gespielt? Egal was es ist. Und wenn es nur... Oder... Ich habe jetzt nicht einen passenden Sound, aber es ist egal. Ich gehe... Und habe Spaß mit diesen Songs. Also Tipp Nummer 3 ist, lerne dann mal so 10 oder 12 Gitarrenklassiker und lass dir Zeit. Lerne 5, 6 dieser Klassiker in einem Jahr. Lass dir Zeit und lerne sie so vollständig wie möglich. Ja, ne? Und wenn du diese Klassiker lernst, dann bist du schon voll drin in dem, was die Gitarre ausmacht, was dir Spaß bereitet. Punkt Nummer 4, Tipp Nummer 4, spiele, und jetzt kommt's, das ist aus meiner Erfahrung heraus, spiele mit anderen Menschen so früh und so schnell wie nur möglich. Du lernst so viel, nicht nur musikalisch, wenn du mit anderen Menschen zusammenspielst. Du lernst so viel für dein Leben. Du lernst Verbindungen aufzubauen, Freundschaft, Kommunikation mit anderen Musikern, ein respektvoller Umgang. Vor allen Dingen mit Musikern, die dein Instrument nicht spielen. Das ist so ein riesen Vorteil, wenn du zum ersten Mal mit anderen Menschen zusammen Musik machst. Ich kann es dir gar nicht stark genug ans Herzen legen. Ja? Freunde dich mit dem Schlagzeuger an. Der Schlagzeuger ist dein Impulsgeber. Ohne einen guten Schlagzeuger wirst du als Gitarrist immer einen Kampf haben. Du musst dann doppelt so viel Anstrengung und Leistung bringen, damit das Ganze groovt. Und der Sinn eines guten Schlagzeugers ist, dir das Leben auf der Gitarre leichter zu machen. So, wenn du einen guten Schlagzeuger von Anfang an hast, ist das größte Geschenk, was du haben kannst, wenn du mit anderen Musikern zusammenspielst. Lerne vor allen Dingen mit dem Schlagzeuger früh, freundlich und sehr intensiv zu kommunizieren. Er ist dein bester Freund der Band. Gemeinsame Gigs sind dann diese extrem persönliche Geschichte, die dann wirklich euren Charakter auf die Prüfung stellt. Man hat nämlich die Hosen unten beim Live-Spielen. Deine Fähigkeiten können sich dann enorm potenzieren. Deine Konzentration nimmt zu. Und diese Verbindung mit den anderen Menschen baut dich als Mensch auf und bringt dich auf einen neuen Level. Versuche von Anfang an dir, und wir sind erst bei Tipp Nummer 4, eine professionelle Einstellung anzueignen. Auch wenn du noch ein Amateur bist, tu dir selbst den Riesengefallen, mach nicht die Fehler, die ich gemacht habe, trete von Anfang an mit einem professionellen Anspruch an dich selbst an. Trete professionell auf und du wirst sehr, sehr viele Vorteile aus dieser Art, ich gebe dir gleich noch die Tipps dazu, wie du das machen sollst, diese Art des Auftrittes wie ein Profi, nicht wie ein Amateur. Lächle, bringe gute Stimmung zu diesen Auftritten. Wenn du mit anderen Menschen zusammenspielst, sei der sie motiviert, sei der sie aufbaut, der immer Lust hat aufs Spielen und trete wie ein Profi auf.
Das ist einer der besten Tipps, den ich dir geben kann. Tipp Nummer 5. Und wenn einer von euch mir die Freude machen kann, Timecodes für dieses Video zu erstellen, das wäre echt großartig, wenn ihr die dann unter dem Video posten könnt, wenn es dann online ist. Spiele, das ist jetzt wieder das gleiche eigentlich wie vorhin, aber nochmal auf die Spitze getrieben. Punkt Nummer 5. Spiele live so oft du kannst. Und ja, dieses Jahr, das können wir vergessen. 2020, wenn du dir das Video im Nachhinein anguckst, die Pandemie hat die Musik, die Live-Musik so gut wie erledigt. Ja? Man könnte 2020, das Cover von Time Magazine trifft das auf den Punkt, Dezember 2020. Ist einfach ausgeixt. Okay? Also xen wir das mal aus und gehen jetzt auf meinen Tipp Nummer 5 ein, denn die Zeiten werden sich wieder ändern und es wird wieder live gespielt. Dann spiele live so oft du kannst. Denn nichts, was du daheim übst, in deinen 4 Wänden, kommt dieser Erfahrung auch nur nahe. Du brauchst aber für das Live-Spielen einige Voraussetzungen. Das ist jetzt Tipp Nummer 5. Lerne deine Technik zu beherrschen. Und mit Technik meine ich nicht die Spieltechnik. Das ist Voraussetzung. Ja? Lerne dein Equipment zu beherrschen. Informier dich. Verlass dich nicht darauf, nur dass der Horst hier dir deine fantastischen Sounds programmiert für den Helix, ja? Sondern drehe dir die Sounds so hin, dass sie zu deiner Gitarre passen. Adaptiere die Sounds an deine Band. So, ich gehe gleich nochmal ein auf eure Fragen. Nach Tipp Nummer 5 werde ich hier bei euch reinschauen und vielleicht habt ihr noch einige gute Fragen hier für mich. Ne? Und jetzt kommt's. Für dein Live-Spielen, du brauchst alles an Equipment, ja gut so, mindestens doppelt. Ja? Was ich damit sagen will, übernimm bitte von Anfang an, das ist diese Geschichte mit dem professionellen Auftreten, die Amerikaner sagen, fake it till you make it. Was heißt das? Spiele es dir vor, so wie du es gerne hättest. Trete so auf, wie du es gerne von einem Profi hättest. Schau dir die Profis an, bei den großen Konzerten, und imitiere sie in ihrer Haltung, in ihrem Bühnenoutfit, in ihrer Bühnenpräsenz. Ja? Was ich meine mit live alles doppelt bedeutet, du brauchst Ersatzgitarrenseiten, Ersatzplektren, jedes Kabel doppelt. Wenn du mit einem digitalen Equipment spielst, beispielsweise wie ich mit dem Helix, dann brauchst du ein Ersatzgerät für den Fall, dass das kaputt geht. Bei einem Röhrenamp solltest du auf jeden Fall zumindest mal Röhren noch dabei haben oder irgendetwas, vielleicht einen kleinen Pod Go für 300-400 Euro als Ersatz für den Fall, dass dein Equipment kaputt geht. Und ich kann es dir bestätigen, alle paar Jahre geht was während des Live-Auftretens kaputt. Ab und zu kippt auch mal ein Getränk über das Equipment und es raucht ab. Und nichts ist schlimmer, wie wenn du da nicht mehr weiterspielen kannst, weil du deine Technik nicht für den Live-Auftritt, wenn du keinen Ersatz dabei hast für deine Technik. Und es beginnt bei Plektren. Wenn du mit Plektren spielst und du keine Plektren mehr plötzlich da hast, nur einen Gitarrengurt, nur ein Gitarrenstativ, nein, das kann man doch ersetzen, man kann die Gitarre auf den Boden legen. Ja? Aber Netzteile, ich muss euch jetzt nicht alles aufzählen, 2 Mikrofone, ein Mikrofon allein ist okay, aber auch der kann mal kaputt gehen. Also habe alles doppelt dabei. Hier einen ganz tollen Gruß an meinen Bassisten, an den Klaus, mit dem ich seit 28 Jahren zusammenspiele. Der Klaus ist in dem Bereich ein wahrer Profi. Er hat immer alles doppelt und dreifach dabei und dafür ziehe ich den Hut und ich habe Dinge erlebt, Leute, das könnt ihr mir glauben. Ich bin zu Gigs gefahren, habe keine Gitarre dabei gehabt, ja? Weil irgendwie Hektik aufkam, ich in Zeitnot war und ich bin losgefahren, habe alles eingepackt ins Auto, die Gitarre vergessen. Das ist mir nie wieder passiert. Ja? Ich habe immer mindestens 2 Gitarren dabei oder Batterien. Du spielst mit Funk, Funk kann jederzeit ausfallen, habe Ersatzbatterien dabei. Also, was ich damit sagen will,
übernimm Verantwortung für dein Equipment und habe alles doppelt dabei, mindestens. Dann, was wichtig ist für das Live-Spielen, wenn du als Profi auftrittst, du musst lernen, auf der Bühne interessant zu wirken. Wie machst du das am einfachsten? Du bietest deinem Publikum etwas nicht nur Auditives, sondern auch was Visuelles. Du zeigst primär den Menschen, die dich beobachten, dass es dir Freude bereitet und Spaß macht. Leute, denkt einfach mal an Angus Young. Er ist jetzt 65, hat ein neues Album rausgebracht und die werden nochmal auf Tour gehen. Und mit welch einer Freude Angus in dem Alter noch performt, welche Leistung er noch bringt, das ist vorbildlich. Okay? Das war Tipp Nummer 5. Jetzt gehe ich in den Chat rein und werde mal kurz hier reinschauen, ob da die eine oder andere gute Sache noch Frage gekommen ist. Gut. Okay, Detlef Hein schreibt immer wieder zu schnell und zu schwer für Anfänger. So, jetzt, das meine ich jetzt heute, ist es ja nicht so, dass ich das jetzt im Detail erkläre. Das habe ich im Grundkurs gemacht. Dort ist alles langsam und deswegen sollst du im Idealfall durch meinen Grundkurs gehen. Und springe bitte nicht, wenn es alles, was dir schwer fällt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt vom Detlef hier. Wenn du ein Anfänger bist und du mich beobachtest, jemand, der seit 40 Jahren Gitarre spielt, dann sieht das alles natürlich unheimlich leicht und easy aus. Aber das ist es nicht. Es war für mich, lieber Detlef, genau wie für dich, genauso schwer. Das heißt, am Anfang musst du dir geduldig und richtig viel Zeit lassen, allein schon dafür, um die Picking-Muster zu lernen. Das braucht einfach Zeit. Und viele machen den Fehler, dass sie zu schnell von einer Gitarrenstunde zur nächsten springen und beispielsweise auch wenn sie direkten Unterricht haben beim Lehrer, wenn sie 4-mal im Monat dahin gehen, meiner Meinung nach genügt es völlig 2-mal im Monat hinzugehen oder sogar nur einmal und dir lieber Zeit lassen und dann länger dort sein. 1-mal im Monat eine volle Stunde beispielsweise oder 2-mal im Monat eine halbe, dreiviertel Stunde ist wertvoller wie jede Woche. Weil du kannst nicht jede Woche diese Fortschritte machen, dass du nach einer Woche schon wieder was Neues lernst. Also lass dir Zeit, lerne diese Dinge und bedenke, es dauert 2-3 Jahre, bis du die Basics richtig drauf hast. Okay? Ganz wichtig. Also langsam angehen und die wenigen Dinge sehr, sehr oft wiederholen. Ja. Ja, also Baxi schreibt hier etwas auch Wichtiges, wo ich darauf eingehen möchte, ist, vielleicht vorüber, bisher habe ich noch kein einziges Lied gelernt. Bin mit dem Lernen der Grundlagen mehr als beschäftigt und mir persönlich macht es echt Spaß. Wait a minute. Wait a minute. So, das ist völlig, nochmal, alles, was ich euch an Tipps heute mitgebe, ist aus meiner Erfahrung. Ne? Und auch das, was Baxi hier sagt, ist für ihn völlig okay. Darum geht es. Es muss für dich völlig okay sein. Ne? Du pickst dir aus meinen Tipps die Dinge raus, die dich ansprechen. Okay? Ihr müsst nicht alles genauso machen, wie ich das gemacht habe, sondern ihr müsst eure eigenen Erfahrungen machen. Ne? Und es ist auch nicht schlimm, wenn du kein einziges Lied gelernt hast. Die Lieder kommen mit der Zeit. Okay? Die Lieder kommen zu dir. Und zwar, du wirst inspiriert werden und die Lieder, die dich ansprechen, werden dann die richtigen für dich sein. Okay? So. Cool. 300 Zuschauer. Herzlichen Dank. Bleibt dran. Es ist ein wichtiger Tag heute für mich. Hier, Kopinchen, habe nur mit YouTube-Videos gelernt. Das ist der Vorteil der Zeit, in der wir leben. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, hätte ich das gehabt in den 80ern, ich wäre wahrscheinlich völlig durchgedreht. Ich war so hypermotiviert, was das Gitarrenlernen angeht. Aber der Punkt ist auch der,
YouTube kann ganz schnell wie sagt man es, ein Rabbit Hole, sagen die Amis, ne? Also eine Hasenhöhle sein, die immer weiter verzweigt und in der man sich verliert. YouTube ist ganz clever darin, einem immer wieder neue Sachen vorzuschlagen, neue Videos. Guck dir das noch an. Hier ist noch ein Tipp. Hier, kleiner Rat von mir, bleibe bei den Sachen, die du als Basics für dich brauchst und wiederhole die. Verzettel dich nicht, das ist ganz, ganz entscheidend für dein Weiterkommen auf dem Instrument. Hier ist eine interessante Frage. Ich brauche einen Satz neue Seiten, aber durch Corona wurde jeder Musikladen geschlossen. Kann ich auch woanders neue Seiten holen aus im Internet? Da sehe ich Schwierigkeiten. Ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich die Möglichkeit, das online zu bestellen und es wird dir zugesendet. Das ist ja die einfachste Variante. Oder du leihst dir das bei jemand aus. Ne? Also wenn du einen Freund hast, der Gitarre spielt und einen Satz Seiten übrig hat, das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Seht ihr, Andreas Hase, die größte Herausforderung ist, dass man sich nicht verzettelt beim Üben, zumindest für mich. Ich kann es nur auf den Punkt bringen. Was mit dem Verzetteln gemeint ist. Wir üben etwas. Nehmen wir mal das klassische Beispiel. Ich übe die Pentatonik in A-Moll. Und habe das 5-mal gut. Oh, das geht ja. Ja, super. Also dann als nächstes Mal dann mal Akkorde und so. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist du sollst Maximum 1-2 Dinge üben in einer Übeeinheit und die dann lange wiederholen. Je geduldiger und öfters du wiederholst, umso besser ist der Lerneffekt. Das ist der Schlüssel nicht nur für die Gitarre, sondern für alles, was körperliche Bewegungen angeht. Die Wiederholungsrate ist der Schlüssel. Weniger ist mehr. Jürgen K. Hast du tatsächlich 2 Helix Floor bei einem Gig dabei? Nein, ich habe einen Helix Floor, jetzt habe ich den Pod Go und ich hatte noch einen Pod. Bei meinen alten Gigs hatte ich immer noch einen alten Pod HD 500 dabei. Aber den habe ich jetzt mittlerweile vercheckt und verwende den kleinen Pod Go als Ersatz für den Fall, dass der große Helix über den Jordan gehen sollte. Na, man kann nie wissen, was passiert. Irgendwas kann immer passieren. Ein kleiner Punkt nochmal hier für dieses Thema B oder H. Es ist mir völlig egal, wie ihr diese Seite nennt und lasst mich bitte in Ruhe mit der B- oder H-Seite. Lerne das, wie du möchtest. Ich habe es so gelernt und es ist mir auch mittlerweile völlig schnuppe. Ich werde das für den Rest meines Lebens, dieses Thema mit B oder H, solange ich in Deutschland lebe, nicht mehr thematisieren. Das hat sich erledigt. Lasst mich bitte in Ruhe mit dem Zeug. Ich will, dass ihr Gitarre spielt. Genau, gute Frage, über welche Kanäle findet man passende Musiker für Band, Alter, Style, Instrumente? Also, das ist nicht so einfach. Es gibt 2, 3 Varianten. Im Internet lautet der Suchbegriff dann Gruppe sucht Musiker oder Musiker sucht Gruppe. Damit kannst du im Grunde genommen fast alles finden im Internet. Dann kannst du lokal schauen und dich dann orientieren. Und beziehungsweise, wenn du eine Band suchst, kannst du in einem Musikladen, jetzt beispielsweise in Karlsruhe im Rockshop, haben die eine Pinnwand und dort kannst du dann aushängen. Es ist eigentlich kein Problem, Leute zu finden, mit denen man Musik machen kann. Das ist kein Problem. Dirk Schulz-Halder, kann man den Grundkurs mit einem Live-Unterricht verbinden? Ja, natürlich. Ich empfehle euch das ja. Meine Empfehlung ist wenn du den Grundkurs von mir durchgehst, ja, und du spürst das Bedürfnis, Live-Stunden bei einem Musiker, bei einem guten Gitarristen zu nehmen, das ist das Beste, neben dem Spielen in einer Band,
auch einer meiner Tipps, ist das Beste, was du machen kannst. Ich selbst gönne mir jedes Jahr bei Weltklasse-Musikern, wenn ich sehe, dass einer online Skype-Stunden gibt. Dieses Jahr zum Beispiel beim Gitarristen von der Band Mezzoforte aus Island, da habe ich mal reingeschaut. Oder vor 2 Jahren habe ich bei einem Lick Library-Gitarristen mal ein paar Stunden genommen. Es lohnt sich immer. Natürlich waren die online, ich bin jetzt nicht nach England geflogen, aber der Live-Unterricht vor Ort, dass man nochmal ein Feedback bekommt von einem qualifizierten Lehrer, ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Ja. Ja. Auch das ist etwas, was ich total unterstreiche. Du lernst nicht in der Übungsstunde, du gehst nicht ein Riesenfehler von den Schülern ist der nächste. Streicht das für immer aus euren Köpfen. Das, was der Rainer hier schreibt, ist ganz toll, ganz wahr. Du lernst zu Hause, was man dir in der Übungsstunde zeigt. Der größte Fehler ist, die Leute gehen hin und lassen sich vom Lehrer hunderte Male zeigen, wie sie es zu machen haben. Ja? Statt hinzugehen und dem Lehrer zu sagen, zeig mir bitte, das ist das Beste, was du machen kannst, was ich zu lernen und zu üben habe, und ich übe und lerne das, und beim nächsten Mal habe ich Fragen an dich. Okay? Also beim Lehrer ist keine Übungsstunde, sondern es ist eine Lernstunde, und dann trainierst du und übst und lernst du das zu Hause, was du in der Stunde gezeigt bekommen hast. Oh, Uli, herzlichen Dank für die fette Spende. Herzlichen Dank. So, ich gehe jetzt weiter in meine Tipps, und am Ende komme ich nochmal zurück in den Chat, sodass ich da auf eure Fragen eingehen kann. Das waren die ersten 5 Tipps. Die nächsten 5 Tipps. Der nächste ist einer, der sehr, sehr interessant ist und natürlich bedingt, dass du schon ein bisschen fortgeschrittener bist auf dem Instrument, aber ist sehr wertvoll. Schreibe, komponiere, verbessere, nimm dich auf mit der Musik, die du machst, wenn es dir möglich ist. Entweder für dich selbst, Musik für dich, oder für andere. Ich werde oft gefragt, Horst, hast du keine Lieder geschrieben? Das ein oder andere habe ich schon gemacht. Ich habe Lieder geschrieben, ich habe Lieder verbessert, sogar viele, aber für andere. Also ich bin der Art Musiker, der wenig das Bedürfnis spürt, selbst Musik zu schreiben. Also ich habe nicht diesen Drang, mich hinzusetzen und zu sagen, heute schreibe ich ein Lied über ein Thema oder über das, was in der Welt los ist. Oder das, ich bin nicht der Typ. Also das ist eine individuelle Sache, und das kann bei dir genau andersrum sein. Okay? Aber was ich sehr, sehr gerne mache, ist, in ein Musikstudio zu gehen, oder jemand kommt zu mir und sagt, hey, ich hätte da eine Aufnahme. Horst, kannst du da reinschauen und mir ein paar Tipps dazu geben? Oder hier ist ein Grundgerüst von einem Song. Kannst du mir Gitarrenparts drauf spielen? Ich liebe das. Ich habe für hunderte Lieder Gitarrenparts gespielt und bin auch bei der GEMA in Deutschland und in Frankreich eingetragen. Ja, es kommt nicht viel bei rüber, also macht euch da keine Illusionen. Ne? Aber das ist das, was ich liebe. Ich habe auch in Lieder schon Gitarrensolos gespielt, die prämiert wurden und so weiter. Aber es ist für mich nicht die Top-Priorität. Meine Top-Priorität war, jahrzehntelang Musik zu machen mit anderen, live zu spielen und das Gitarrespielen Menschen beizubringen. Das macht mir die größte Freude. Also das ist das, was ich hier mache, ist meine Bestimmung. Okay? Ich habe genug Feedback von Menschen bekommen, dass ich weiß, dass ich das weiterhin machen soll, weil wir können nicht genügend Menschen, vor allen Dingen in den nächsten Generationen da draußen, an die Instrumente bringen. Also Tipp Nummer 6 war, schreibe deine Musik. Du musst kein großartiger Künstler sein. Du kannst mit 4 Akkorden beginnen und sensationelle Songs schreiben. Ne? Es gibt zigtausende Four-Chord-Songs. Ja? Die Formel Grundton, Quarte, Quinte und Sechste.
Das zu dem Thema Schreibe Musik. Jetzt kommt Punkt Nummer 7. Wenn du dich dann weit entwickelt hast auf dem Instrument, dann beginne Musik zu lernen von anderen Stilistiken, von anderen Genres, wie zum Beispiel, du liebst Bluesgitarre und Rockgitarre, dann schau mal rein, was die Metal-Gitarristen spielen. Du wirst überrascht sein, was da los ist. Schau mal rein, was so ein Country-Gitarrist drauf hat. Unfassbar gute Musiker sind das. Schau dir die spanische Gitarre an. Ich habe von diesen Genres, die ich dir jetzt erwähnt habe, etliches lernen können. Die spanische Gitarre hat mir wahnsinnig viel gebracht für meine Rhythmik auf dem Instrument. Also diese Art zu spielen. Es hat mir so viel gebracht, rhythmisch. Und vor allen Dingen dann Musiker wie Paco de Lucia, Aldi Meola, dann diese ganzen... Dieses Spiel von denen in der Improvisation der spanischen Gitarre hat mir sehr viel gebracht. Lerne super schön Pop-Songs. Oder alles, was dir Freude bereitet. Lerne Funky Music. Lerne von diesen Stilistiken die Dinge, die dich ansprechen. Ne? Also, so steigerst du nicht nur dein Wissen und dein Können, sondern auch dein Fundament, um noch viel, viel mehr Spaß zu haben in den Bereichen, in denen du schon gut bist. Auch das wird sich dadurch verbessern. Und vor allen Dingen lerne mal auch die ein oder anderen Lines, also Solo-Lines, so nennt man das, von anderen Instrumenten, beispielsweise von einem Saxophonspieler. Ich gebe dir mal ein Beispiel im Song Long Train Running, wo wir diesen Rhythmus... Da hast du dann zum Beispiel im Saxophon-Solo diese Line, die du jetzt gehört hast, auf dem Clean Sound, die habe ich wenn ich selbst das Solo spiele, ich habe die einfach von dem Saxophon in mein Repertoire übertragen. Das ist ein... Was mache ich? Ich spiele die erste Note doppelt, da, da, und gehe dann 2 Töne, es ist also ein 4er-Pattern, nicht typisch Gitarre, und gehe dann 2 Töne rückwärts. Dann wieder einen vor, doppelt. Das ist eine typische Line von einem anderen Instrument. Und so entwickelst du dich dann weiter. Mein Tipp Nummer 8. Übe effizient und konzentriert. Wenn du schon länger an der Gitarre dabei bist, wenn du schon älter bist, über 40 beispielsweise oder über 50, dann wirst du nicht mehr am Tag üben müssen wie 1,5 Stunden. Wenn du das effizient und konzentriert machst, dann hast du optimale Ergebnisse. Ja? Alles, was drüber hinausgeht, über diese 1,5 Stunden, das brauchst du nicht. Das ist dann, wenn du da noch weiter übst, dann mach einfach nur motorisches Training, weil je mehr motorisches Training, also Beweglichkeit in beiden Händen, wenn du älter bist, verhindert, dass du dann einrostest. Das schadet nicht. Aber effizient und konzentriert üben, 1,5 Stunden. Dabei mit Backing-Tracks spielen, Schlagzeugmetronom verwenden, Übungen kombinieren. Auch hier bleibe bei wenigen und wiederhole oft. Hier ist jetzt ganz wichtig bei diesem Tipp. Nimm dich auf. Und zwar so oft wie nur möglich. Nimm dich auf mit deinem Mobiltelefon. Nimm dich auf mit deiner Webcam, sodass du dich auch sehen kannst. Und dieses Sehen ist extrem wichtig für dich, dass du eine Kontrolle hast über was deine Hände machen. Das Hören allein war früher schon sehr, sehr gut. Wenn ich mich aufgenommen habe und dann
das zurückgespielt habe und gedacht habe, oh Gott, was hast du da jetzt gespielt? Ne? Ich kann mich noch erinnern an The Loner. Und dann waren diese Bandings waren dann, die waren falsch. Und ich habe es auf der Aufnahme gehört, dass ich, und erst durch das wieder reinhören in das, was ich gespielt habe, konnte ich feststellen, dass meine Bandings nicht gut genug waren. Und so habe ich mich dann verbessert. Ne? Nimm dich also auf, so oft wie möglich. Das ist die beste Kontrolle über deinen aktuellen Spielstand. Und dann jetzt kommt etwas, was in der heutigen Zeit so gut wie niemand mehr macht, aber ein extrem wertvoller Tipp von mir ist. Trainiere dein Gehör so oft wie möglich und höre Dinge raus, die gespielt werden. Verlass dich also nicht nur auf Tabulaturen, sondern spiele die Dinge nach Gehör nach. Lerne, hör genau hin, was gespielt wird und spiel's nach Gehör nach. Okay? Und etwas schon mal Gelerntes in anderen Lagen zu spielen, ist sehr, sehr wertvoll. Ich gebe dir ein Beispiel. Ne? Zum Beispiel. Hier musst du den Fingersatz ändern. Ne? Oder hier. Na, ich gucke jetzt gar nicht hin. Ich mache es einfach Gehör. Live, ne, sodass du genau siehst, wie ich das mache. Also etwas, was du schon mal gelernt hast. In anderen Positionen musst du ja nur wissen, du beginnst mit dem E, und hier beginnst du mit dem E und hier beginnst du mit dem E, wo die E's liegen. Und dann kannst du das dann nach Gehör in diesen neuen Lagen lernen. Super. Vorletzter Tipp. Tipp Nummer 9. Setz dir Ziele. So, wenn du jetzt sind wir schon in dem Bereich des Gitarristen, der draußen Musik machen will, der davon leben will und mit dem, was er auf der Gitarre gelernt hat, ja, seinen Lebensunterhalt bestreiten will. Und hier ist ganz, ganz entscheidend, setz dir Ziele und Motive. Finde heraus, was du machen willst und wer du sein willst. Willst du ein Session-Musiker sein? Willst du ein Künstler sein? Jemand, der vielleicht in der Musik als Komponist unterwegs ist, weil du dieses Talent hast? Willst du am Mischpult in einem Studio sitzen und mischen? Willst du, wie ich, Gitarre unterrichten, ein Lehrer sein? Warum nicht? Finde heraus, was dich antreibt. Das ist also ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Finde heraus, was dich antreibt, setz dir Ziele und gehe sie täglich in kleinen Schritten an. So, jetzt kommt's. Das Schwierige heutzutage ist, die Informationen da draußen, die sind so reichlich vorhanden, dass es unglaublich schwer geworden ist, die richtigen Informationen für dich selbst zu finden. Hier ist aber ganz entscheidend. Was dich antreibt, ist deine innere Stimme. Folge deinem Herzen, folge deiner inneren Stimme. Das ist also, ich kann es gar nicht hoch genug betonen, wie wichtig es ist, diesem inneren Drang zu folgen. Denn das erfüllt dann die Grundvoraussetzung für deine Motivation. Das Herausfinden des Antriebs, was dich antreibt und was du sein möchtest, ist so wichtig. Es ist das Wichtigste, was du in deinem Leben erreichen kannst. Ja? Ich selbst brauche immer Ziele. Ich brauche ein neues Lied, mal eine neue Technik, vielleicht aus dem Country, was mir schwerfällt, die ich lernen möchte. Ein neues Video, was ich für euch produziere. Und dadurch allein habe ich schon einen riesen Grund zum Üben, zum Trainieren, zum Lernen und mich selbst weiterzuentwickeln. Also finde Ziele. Wenn du keine Ziele hast, wirst du immer ziellos bleiben und viel, viel weniger erreichen auf deiner musikalischen Reise. Und Motive. Was motiviert dich? Was möchtest du denn sein? Es kann sein, du beginnst als Gitarrist und nach 2, 3 Jahren spielst du plötzlich Bassgitarre.
und die Bassgitarre macht dir so viel Freude, weil es groovt und dann sagst du, ich setze mich jetzt mal ans Schlagzeug. Eddie Van Halen als Beispiel hat Schlagzeug angefangen. Sein Bruder hat dann so unglaubliche Fortschritte gemacht auf dem Schlagzeug, dass der Eddie dann die Gitarre zur Hand genommen hat und das war dann um ihn geschehen. Und wir wissen ja, was aus Eddie Van Halen auf der Gitarre geworden ist. Also, wie gesagt, ich selbst brauche für meine eigene Motivation immer Ziele, ein neues Lied, eine neue Technik, etwas Neues, was ich euch selbst beibringen möchte und ich habe Arbeit für die nächsten Jahre. Jetzt kommt mein finaler Tipp für euch heute da draußen. Und vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Schluss. Und das ist jetzt etwas sehr Persönliches, aber ich bitte dich, im Sinne deiner persönlichen Entwicklung es nicht persönlich zu nehmen, was ich jetzt sage. Und lass es auf dich wirken. Wenn du als Musiker, als Künstler Erfolg haben möchtest, dann sei kein Ego-Mensch. Lass jedes Ego, Ich, dieses in der westlichen Welt und Kultur so hochgezüchtete künstliche Wesen, ja, lass es weg. Sei kein Ego-Arsch. Sorry für dieses Wort, aber ich sage es ganz bewusst. Lass jede Arroganz, jede Egoismus, ganz wichtig, jedes negative Verhalten, lass es weg. Das ist etwas, was du nicht brauchst. Und jetzt dann die Tipps. Komme nie unvorbereitet zu einem Auftritt. Komme nie unvorbereitet zu einem Zusammenspiel mit anderen Menschen, anderen Musikern. Sei es nur eine kleine Probe, ein Gig, ein Studio, eine Studioaufnahme. Ich bitte dich, komm niemals unvorbereitet. Nicht nur, dass du dir selbst eine ganz große Aufwertung gibst als Mensch, sondern du schätzt und respektierst deine Kollegen und kannst mit ihnen einen ganz anderen Level erreichen. Das ist eine professionelle Einstellung. Und der nächste Tipp ist, bringe immer die beste Version deiner selbst mit. Egal was du machst, sei es, du bist in einer Probe, bei einem Gig oder zum ersten Zusammenspiel mit anderen Menschen. Aber nicht nur beim ersten Mal, sondern auch beim letzten Mal. Bringe die beste Version von dir mit. Egal um was es im Augenblick geht, auch wenn mal Spannung entsteht, weil Meinungsverschiedenheiten am Start sind. Ohne Meinungsverschiedenheiten, ohne Reibung bekommt man sehr, sehr wenige und sehr nicht zufriedenstellende Ergebnisse. Also es ist immer wieder im zwischenmenschlichen Bereich auch Reibung vonnöten. Die erzeugt Energie und die setzt neue Sachen frei. Was du heute machen kannst, und darauf lege ich großen Wert, verbinde dich online mit guten Menschen. Sei zu 100% sozial umgänglich. Lass jedes Verhalten, das Menschen verstört, Menschen in Unruhe versetzt, Menschen nicht miteinander verbinden, sondern trennt. Lass dieses Verhalten weg. Sei freundlich, denn du weißt nie, wen du im Laufe deines Lebens vielleicht kennenlernen könntest. Vielleicht ist dieser eine Mensch da und du dich so oft immer menschlich, umgänglich gezeigt hast und es hat vielleicht nicht die Wirkung gehabt, die du gedacht hast. Du musst loslassen lernen von Ergebnissen, die du von anderen Menschen erwartest. Du musst die beste Version deiner selbst bringen und die Ergebnisse und die Menschen, die das zu schätzen wissen, werden alle auftauchen. Das ist eine Lebensregel von mir und deswegen habe ich das in Punkt Nummer 10 hineingepackt. Und das Finale, was ich dir sagen möchte, das kannst du auch als Zitat verwenden. Deine soziale Kompetenz ist dein wichtigstes Erfolgsmerkmal als Musiker und Mensch. Sogar noch wichtiger als dein absolut bestes Top-Spiel auf deinem Instrument. Getreu nach meinem Motto, werde jeden Tag ein klein bisschen besser. Das ist das, was ich dir wünsche. Oder, um zum Abschluss noch eine schöne neue Redewendung zu verwenden, die ich sehr schätze aus der neuen Serie The Mandalorian, der Mandalorianer,
Ich bin ein Star Wars-Fan, ich gebe es zu, der ersten Stunde. Und ich liebe Yoda mit seinen umgekehrt formulierten Weisheiten. Und George Lucas für das, was er uns da für ein fantastisches Märchen gegeben hat. Und es währt heute noch. Und im Mandalorianer sagt er immer, "This is the way." Übersetzt, das ist der Weg. Viel Erfolg. Jetzt werde ich nochmal in den Live-Chat reinschauen und mich dann bei euch verabschieden. Herzlichen Dank für die Spende. Charlie, das höre ich sehr gerne. Durch dich habe ich auch richtig Spaß am Gitarrespielen. Nach 40 Jahren Bass eine echte Bereicherung. Es ist also nie zu schade, auch von einem Instrument auf ein anderes umzusteigen. Wichtig auch, lieber Arne, ist natürlich, Motivation ist das Entscheidende. Dass ihr wisst, wie ich ticke, dass ihr wisst, nach welchem Motto, nach welchen Kriterien ich das hier mache. Ne? Gerade so Punkt Nummer 10 hoffe ich, dass der gut bei euch angekommen ist. Andy S. Sagen wir mal, was kennst du das Phänomen, dass eigentlich alles mit der Gitarre okay ist, aber du das Gefühl hast, dass die G-Seite im zweiten Bund leicht daneben ist? Ja, das kenne ich. Die Gitarre ist nicht perfekt stimmbar. Es gibt sozusagen temperierte Gitarren, hast du vielleicht auch schon mal gesehen im Internet, wo die Bünde so nicht gerade verlaufen, sondern leicht nach hinten versetzt sind, gebogen sind. Steve Vai hat so eine Gitarre, mit der er live spielt. Und da ist gerade auf der G-Seite der zweite Bund leicht versetzt und dann stimmt dort die Intonation. Ja, aber um das zu hören, lieber Andi, brauchst du ein extrem gutes Gehör. Maurice, das mit dem Heraushören versuche ich als mal, habe allerdings so meine Schwierigkeiten. Hast du dafür Tipps, wie man das lernt? Ja, am Anfang ist das natürlich schwierig. Der Anfang ist natürlich mal ein Thema rauszuhören. Ne? Was ich gemacht habe, ich habe zum Beispiel Santana-Stücke, ne? Santana gelernt und habe das dann als 16-Jähriger, ne, weil ich hatte keine Tabs. Habe ich das nach Gehör gelernt, oder? Ne? Ich kann mich noch erinnern an. Das mit dem Heraushören, Maurice, ist auch ganz wichtig, dass man erst die Basis-Sachen drauf hat, also Grundakkorde, Power Chords, Pentatonik. Und dann kann man beginnen, weil dann wissen die Finger von allein schon, dass die Töne, die da folgen, schon in der Nähe dessen sein sollten, wo du dich befindest. Du musst also erstmal den Grundton einer Melodie finden. Einfache Melodien, das wäre mein Tipp. Und Lieder mit wenigen Akkorden, dort mal die Akkorde raushören und sich steigern dann. Also nicht jetzt mit Steve Vai anfangen oder Alan Holdsworth. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, und der Schlüssel ist auch der, es sich sehr oft anhören. Wenn man sich sehr oft anhört, findet man auch immer wieder neue Nuancen, die man in den Tabulaturen beispielsweise nicht findet. Ne? Wir können nicht sehen, welche Pickups Sie verwenden. Oh, Vincenzo, das ist sehr nett von dir. Das mit den Pickups, das ist so eine gute Frage von Vincenzo. Oh, das geht jetzt nicht. Ich sitze jetzt schon eine Stunde, also das merke ich dann auch irgendwann am Rücken. So, warum ist diese Frage gut? Warum will Vincenzo sehen, was ich hier verwende? Beispielsweise, wenn ich will, dass es warm klingt, ne, dann spiele ich auf dem vorderen Pickup. Meistens
ist es so, wenn du Melodien spielst, verwendest du den vorderen Pickup. Wenn du willst, dass das, was du spielst, sehr, sehr durchdringt, ne, dann gehst du auf den hinteren. Aber das würde ich zu Beginn eines Solos zum Beispiel nicht machen, weil da wird es einmal lauter und die Gitarre schreit. So, wenn du jetzt Power Chords spielst, ne, dann spielst du immer hinten. Nicht vorne, ne, weil dann klingt es so. Vorne klingt es bassig und ein bisschen matschiger und hinter klingt es richtig schön mit Druck. Mit der Zeit findest du es raus. Die Zwischenpositionen beispielsweise, die hintere Zwischenposition ist sehr, sehr schön für Funk, weil es schön drahtig klingt. Auch die vordere Zwischenposition ist sehr gut dafür geeignet. Und mit der Zeit hörst du das anhand der Songs. Also das ist auch so etwas, wo sich dein Gehör entwickelt, dass du genau hörst, welche dieser 5 Kult-Sounds auf der Stratocaster im Song, ne, gerade verwendet werden. Du kannst es nicht. Na, passt nicht. Schon eher. Ja, bei Knopfler sind es eher die Zwischenpositionen. Und das mit der Zeit kriegst du das dann auch selbst raus. Aber ich verstehe das, dass man das gerne sehen möchte und in dieser Ansicht sieht man es als nicht ganz so genau. Sorry dafür. Ne? Okay. So, ihr Lieben, ich glaube, ich werde mich langsam jetzt bei euch verabschieden. Mir war es jetzt wichtig, so zum Ende des Jahres hier nochmal so ein Video zu drehen, um zusammenzufassen, was meine Sichtweise ist auf das Gitarrespielen. Und natürlich, man kann alles nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber das habe ich im Grundkurs gemacht. Den verlinke ich natürlich nochmal unter diesem Video, sodass du dort in die Details dann reingehen kannst. Banana Freak, habe eine Frage. Kannst du ein Video machen zu transponieren von der Pentatonik übers Griff, also nicht nur horizontal? Natürlich. Das Transponieren ist natürlich eine Sache, die auf der Gitarre viel leichter funktioniert wie auf anderen Instrumenten. Bei Tonleitern veränderst du nur die Position und spielst im Grunde genommen fast immer dasselbe sein, denn es sind Leerseiten im Spiel. Ja, zum Beispiel du hast statt der A-Moll-Pentatonik, die wir alle so oft spielen, kannst du sagen, ich nehme jetzt mal die Cis-Moll-Pentatonik. Ne? Das wäre dann hier oben. Cis ist im 9. Bund. Spielen tust du dasselbe. In G, beginnst auf G. Dasselbe ist bei den Akkorden. Du hast hier ein A-Moll, hier ein Cis-Moll, hier ein G-Moll. In der vorderen Zwischenposition. Und deswegen ist das Transponieren auf der Gitarre relativ einfach. Gut. Woher bekomme ich im Hintergrund Musik zu üben? Dennis, das ist ganz einfach, wenn du auf YouTube eingibst das englische Wort Backing Track. Also ich weiß es nicht offensichtlich, aber Backing Track ist so der Suchbegriff. Oder du kannst eingeben den Songtitel und dann bekommst du in der Suche bei YouTube Vorschläge. Das wirst du dann sehen, wenn du zum Beispiel eingibst Smoke on the Water und Guitar hinterher, dann findest du Beispiele mit dem Wort Backing Track. Und dort findest du diese Playbacks, die sehr, sehr gut geeignet sind, um die Songs zu üben. Ohne Gitarre, wie Karaoke. Ne? So. Danke für die Info, Horst. Kann man das irgendwie beheben? Ist schon störend mit einem etwas daneben liegenden Ton im 2. Bund. So, natürlich, wenn es extrem ist, dann musst du mal checken, ob die Oktavreinheit bei deiner Gitarre stimmt. Ne? Also ich zeige dir das mal. Ich schalte mal mein Metronom. Ne? Ich schalte hier mal mein Stimmgerät ein. Stimme es, und wenn die beiden hier aufleuchten, dann ist es korrekt gestimmt. Dann gucke ich im 12. Bund und hier ist es
auch korrekt. Und dann im zweiten Bund, es zeigt eine leichte Erhöhung an. Ne? Und das ist etwas Normales, da du bräuchtest einen Bund, der leichte Krümmung nach links hat. Ne? Diese temperierten Bünde, die sind selten. Ne? Und also checke erstmal auf der G-Seite, ob du hier genau auch ein G hast. Schau mal. Das ist ein bisschen höher. Mal gucken. Ja, hier stimmt's. Hier auch. Aber hier, das A, ja, es ist minimal erhöht. Ne? Aber wenn es stark erhöht ist, dann ist vielleicht deine Oktavreinheit. Ne? Also hier im 12. Bund ist dein G dann wahrscheinlich verstimmt. Und dann musst du hier hinten, den Reiter deines Tremolos oder die Brücke an deiner Paula so nach hinten oder nach vorne versetzen, dass das dann hier im 12. Bund dein G auch korrekt gestimmt ist. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Dennis, hallo, vielen Dank nochmal für die Spende. Und das sollte es für heute gewesen sein. Ich sehe schon, die Zuschauer verabschieden sich so langsam und das ist auch korrekt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war mir eine ganz große Freude, heute euch nochmal zusammenfassend meine wichtigsten Erkenntnisse und Tipps in diese 10 Grundlagentipps reinzupacken. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit der Gitarre beim Umsetzen und ganz wichtig, setze dir ein Ziel, finde das heraus, was dich bewegt, dich motiviert und handle. Warte nicht. Wenn du dir keine Ziele setzt, es wird niemand kommen, der das für dich macht. Es sei denn, du wartest, bis du irgendwann vielleicht zufälligerweise von Freunden gefragt wirst, ob du ein Instrument spielst und dann mit ihnen in einer Band dann im Hintergrund stehen willst und niemandem fällt auf, dass du überhaupt da bist und du stellst auch nie Fragen und du wirst immer das spielen, was die Kollegen dir vorgeben. Ja, kann man machen. Aber die Aussichten, dass du dann die Motivation findest, besser zu werden, die Motivation findest, richtig geil für dich selbst und für die Menschen Gitarre zu spielen, die wird sehr, sehr verschwindend gering auftauchen in deinem Leben. Also finde das, was dich antreibt und handle. Das sollte die Grundlage dessen sein, worauf du alles basierst im Leben. Ganz liebe Grüße von mir. Am Donnerstag, also in 2 Tagen, bin ich wieder live. Und dann mache ich den letzten Equipment-Check dieses Jahr. Und zwar vergleiche ich die Paul Reed Smith Custom 24 mit einer SE Custom 24 Hollow Body. Boah, lange Wörter. Und da lade ich euch herzlich ein. Vielen Dank, dass ihr live dabei wart. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So, und wenn du hier neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich tierisch freuen, wenn du hier die Glocke läutest. Das wäre klasse. Ich blende mich noch mal kurz hier ein, dass du mich sehen kannst. Ich schaue auch genau auf die Glocke jetzt drauf. Ja, hier, ich würde mich freuen, wenn du die Glocke läutest und natürlich ein Abo hinterlässt. Herzlichen Dank, dass du live dabei warst. Es war mir eine besondere Freude. Bis zum nächsten Mal. Euer Horst. Ciao, ciao.